10년 차에 들어서게 되었습니다. 이것이야말로 우선 또 양국 관계의 발전 방향을 제시하는 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 지난 10년간의 성과를 토대로 근본 포럼이 양국 관계의 새로운 10년을 위한 지평을 열어줄 것으로 기대합니다. 독일은 EU 경제 견인차 겸 현 유로존 경제 위기의 소방수로서 역할을 훌륭하게 수행하고 있으며 내년에는 총선을 예정하고 있습니다. 한편 한국은 세계적인 경제 위기 속에서도 최근 국제 신용 등급이 상향 조정되는 등 견실한 경제 기조를 유지하는 가운데 금년 12월 대통령입니다. 고성 군수 강종국입니다. 한양사 이영만이 독일에서 그리고 서울에서 한독포럼 참석을 위해 이곳 학위를 받으셨습니다. 2005년부터 2007년까지는 법제처장을 지내셨고 그리고 현재는 법무부 정책위원회 위원장을 맡고 계십니다. 그러면은 김선우 총장님은 Ja, Herr Präsident Kim für die Korea Foundation, Frau Präsidentin Kim für die Eva Frauen-Universität, Professor Kim als koreanischer Co-Vorsitzender des Forums, Vizeminister Chö, meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag und aus der Koreanischen Nationalversammlung, geschätzte Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Ich möchte mich für die deutsche Seite ganz herzlich bei unseren koreanischen Freunden für die wunderbare Vorbereitung, Organisation und Ausgestaltung des 11. Koreanisch-Deutschen Forums bedanken. Wir haben ja gestern Abend schon uns ausgetauscht und ich darf nur noch mal sagen, ich finde es großartig, dass wir hier im Landkreis Goseong in der Gangwon-Provinz dieses Forum durchführen. Und mich erinnert das an ein koreanisches Sprichwort: einmal gesehen ist besser als 100 Mal gehört. Und nur wenn man hierher kommt, weiß man die Dimension, auch die menschliche, wirtschaftliche und soziale Dimension der offenen Teilung Koreas auch richtig zu begreifen. Wir sollten den 130. Jahrestag unserer politisch-diplomatischen Beziehungen im nächsten Jahr dazu nutzen, und vielleicht kann das Forum dazu auch Anregungen geben, dass wir überlegen, wie können wir den gesellschaftlichen Austausch, vor allem den Austausch junger Menschen, nicht nur Studierender, ich glaube, das ist ja auch der Keynote-Speech von Frau Präsidentin Kim deutlich geworden, koreanische Aktivitäten, koreanische Universitäten werden mehr und mehr attraktiv auch für Studierende aus Deutschland, und deutsche Universitäten werden mehr und mehr auch attraktiv für koreanische Studierende jenseits von Germanistik und Musik, auch in den naturwissenschaftlichen Disziplinen, in der Rechtswissenschaft, in der Wirtschaftswissenschaft gibt es zunehmend koreanische Studierende in Deutschland. Aber ich glaube, wir können neue Impulse setzen für den Schüleraustausch, um bereits bei ganz jungen Menschen zu beginnen. Wir sollten auch überlegen, wie wir das zum Beispiel mit den Vereinigten Staaten tun. Auch junge Menschen, die in Ausbildungsberufen sind, die jenseits einer akademischen Ausbildung in beiden Ländern in der beruflichen Ausbildung stehen, auch denen die Möglichkeit geben, sich zu begegnen. Danke noch einmal für die deutsche Seite, unseren koreanischen Gastgebern. Wir werden versuchen, beim 12. Forum in Deutschland ebenso gute Gastgeber zu sein, aber wie wir uns das 12. Deutsche-Koreanische Forum im nächsten Jahr vorstellen, von Zeitpunkt und Ort, dazu würde ich dann gerne am Ende unseres diesjährigen Forums noch einige Anmerkungen machen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 부시의원님
Wirtschaftsszene betrachtet, ist, dass die deutsche Politik seit über 2 Jahren überschattet ist, ja überwältigt ist von der Finanz- und Wirtschaftskrise. Einer Krise, die durch den Zusammenbruch des amerikanischen Subprime-Marktes ausgelöst worden war. Bei genauerem Hinsehen handelt es sich dabei um eine dreifache Krise. Eine Bankenkrise, eine Konjunkturkrise und eine Staatsschuldenkrise, vor allem in den südlichen Mitgliedsländern der EU. Und in ihrem geballten Zusammenwirken wurde daraus rasch eine Krise der 17 Staaten der Eurozone. Dahinter erhob sich albtraumhaftes Gespenst eines Auseinanderbrechens der gesamten 27 Mitglieder zählenden Europäischen Union. Erst nach langem Zögern und Zaudern der Hand und nach rund 2 Dutzend wenig ersprießlicher Rettet den Euro-Gipfeln hat sich vor wenigen Wochen der Horizont wieder aufgelöst. Nicht etwa, das will ich nicht sagen, damit nicht etwa, dass die Schwierigkeiten der Eurozone schon überwunden wären. Aber zum ersten Mal seit 3 Jahren erscheint die Chance, dass Europa sich aus seiner Krise herausarbeitet, größer als das Risiko, dass das europäische Projekt in einen bitteren Kollaps endet. Ich möchte hier eine Bemerkung einpflichten. Unsere Staatsschulden liegen um 80%. Was sind sie jetzt? 82 oder? 2 Drittel davon sind darauf zurückzuführen, dass wir in den letzten 22 Jahren das wiedervereinigte Deutschland, Ostdeutschland finanzieren mussten, den Aufbau Ost finanzieren mussten. Ich finde, es ist uns da enorm viel gelungen, aber es bleibt noch einiges zu tun. Unsere Staatsschuld liegt um etwa 2,2 Billionen Euro, deutsche Billionen, also 2200 Milliarden, etwa 1,5 Billionen, 1500 Milliarden. Davon gehen zurück auf den Ost. Er erinnert gern an Thomas Manns Satz aus den 1920er Jahren. Er wünsche sich ein europäisches Deutschland, kein deutsches Europa. Und jetzt stellt Timothy Garton Ash mit Erstaunen fest, dass wir heute ein europäisches Deutschland in einem deutschen Europa haben. Und er sagt, die Deutschen haben das nicht gewollt. Zahlen, Zahlen und nochmals Zahlen. Sie hätten sich gern mit der Rolle einer größeren Schweiz zufrieden gegeben. Und er fügt hinzu, tatsächlich ist der wirtschaftliche Erfolg der Deutschen auch ihre Achillesferse. Man braucht sich nicht zu wundern, dass sie laut aufheulen, wenn sie merken, welche Rolle ihnen da aufgebürdet worden ist. Und soweit das Zitat. Führt, aber dominiert nicht. Das war der Kern von Sikorskis Appell an die Deutschen. Wozu Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, einmal sagte, sobald wir führen, schallt es uns entgegen, aber bitte nicht in diese Richtung oder bitte nicht auf diese Weise. Und der Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière fügte dem unlängst hinzu, wer von uns Führung verlangt, will meist bloß unser Geld. Und dies ist sicher auch der Grund, weshalb die Bundeskanzlerin Führung nur sehr behutsam ausübt. Ja, ist natürlich, wir werden darüber gleich mehr hören, nicht so extrem betroffen. Trotzdem ist es in diesem Zusammenhang hier vielleicht wichtig, nicht nur über die Probleme zu sprechen, über Hintergründe, sondern auch nach gemeinsamen Ansätzen zu suchen. Solche Ansätze müssten eigentlich gerade auf interregionaler Ebene, also zwischen den Regionen, besonderes Gewicht haben können. Deutschland wie die Republik Korea sind in wirtschaftlicher Hinsicht Mittelmächte, die ein gemeinsames Interesse haben an Regelungen
einem Deutsch-Koreanischen Forum und auf der Aufforderung von Herrn Pascha folgen, versuchen deutlich zu machen, was diese Krise auch mit Korea und Asien verbindet. Und wir bemühen uns ja auch von der deutschen und europäischen Politik aus, gerade mit unseren Partnern in Asien gemeinsame Initiativen zu entwickeln. Es ist schon die G20-Präsidentschaft Koreas genannt worden. Während der G20-Präsidentschaft Koreas hat es in Abstimmung zwischen beiden Regierungen ein wichtiges Treffen zur Frage Notwendigkeit der Regulierung der Finanzmärkte in Berlin gegeben, auf Einladung des koreanischen Finanzministers und von Bundesfinanzminister Schäuble mit einer Rede der Bundeskanzlerin. Während der koreanischen G20-Präsidentschaft hat es intensive Abstimmungen gegeben, um uns gemeinsam verbindende Themen auf die Agenda der G20 zu setzen. Und zurzeit tagen ja die G8-Finanzminister in Tokio. Und es wird in dieser Tagung die Tagung der ASEAN-Finanzminister in Bangkok anschließen. Und Minister Schäuble wird dort eine Rede halten. Was können wir aus der Krise und bei der Bewältigung der Krise voneinander lernen? Und ich will es einmal versuchen, ganz einfach auf einen Punkt zu bringen. Natürlich ist alles viel differenzierter, aber im Grunde genommen müssen die Europäer jetzt das bewältigen, was die Lateinamerikaner vor 20 Jahren in der Lateinamerika-Krise und Asien vor 10 Jahren in der Asienkrise hinter sich gebracht hat. Daran erinnert, was Korea auf dem Höhepunkt der Asienkrise alles auch an Opferbereitschaft der Bevölkerung auf sich genommen hat, um wieder international vertrauenswürdig und kreditwürdig zu werden. Und diese Goldsammlungsaktion, die Korea in die Lage versetzt hat, wieder Währungsreserven durch Opferbereitschaft der Bevölkerung zu mobilisieren, ist ja allen in Korea, in Deutschland, aber vor allem im IWF noch in lebhafter Erinnerung. Und ich habe Bundespräsident Köhler, der ja zu diesem Zeitpunkt IWF-Direktor war, in mehreren Reden auf deutscher und europäischer Ebene immer wieder sehr eindrucksvoll darüber berichten hören, wie er und die IWF-Führung seinerzeit von den südkoreanischen Veränderungsanstrengungen und der Bereitschaft bis hin zur Opferbereitschaft der Bevölkerung beeindruckt waren. Krisen in Teilen der Welt vor 20 und 30 Jahren haben nie eine globale Dimension. Bei dieser Krise, die durch intransparente, deregulierte Finanzmärkte in den USA ausgegangen ist und Probleme bei der Struktur der europäischen Währung offenbart hat, stellen uns allerdings vor die Verantwortung auch insgesamt globaler die Krisenbekämpfung anzugehen. Und deshalb ist übrigens Deutschland, und deshalb hat es dafür die Zustimmung von 10 weiteren Mitgliedstaaten in der Europäischen Union gefunden, ein Verfechter weiterer Regulierungsmaßnahmen der Finanzmärkte, zum Beispiel einer Finanztransaktionssteuer. Wir wollen durch dieses Handeln von 11 Mitgliedstaaten der Eurozone einen Anfang machen für eine möglichst europaweite und dann internationale Finanztransaktionssteuer. Und wir bereiten zurzeit in Deutschland, und das hat auch Folgewirkungen auf der Europäischen Union, Regulierungen des Hochfrequenzhandels vor. Wir brauchen eine Entschleunigung des Hochfrequenzhandels an den Börsen. Und auch das lässt sich am Schluss wirksam nur auf G20-Ebene durchsetzen. Und das könnten gemeinsame deutsch-koreanische Themen auf der G20-Ebene darüber hinaus. Es ist die Frage, inwieweit wir Deutschland und Korea in den G20 zusammenarbeiten können. Wir haben ja einen sehr engen Austausch innerhalb der Europäischen Union. Wir haben auch einen Austausch, soweit ich übersehe, in Ostasien. Ich meine, festzustellen, dass wir in Europa eine Entsolidarisierung der Bevölkerung haben,
nicht so viel gelernt haben. Der Turnaround nach der Krise begann mit der Wiederherstellung positiver Realzinsen, das heißt mit einer ganz massiven Zinserhöhung zu beginnen, bevor dann nach und nach Zinssenkungen einsetzen konnten. Ich sehe das bei uns als ein ganz großes Problem, dass wir jetzt lange Zeit diese Politik des leichten Geldes und die negativen Realzinsen haben. Und dass jetzt die Europäische Zentralbank praktisch unlimitiert Staatsanleihen ankauft. Das vor 5 oder 10 Jahren hätte man gesagt, das wäre undenkbar nach unserem deutschen Modell. Deshalb würde ich das bitte gerne noch irgendwie als Punkt vielleicht auch für die Empfehlung aufnehmen, dass wir sehr gut mit unabhängigen Zentralbanken gefahren sind, die nicht sich verpflichten lassen, Staatsanleihen aufzukaufen. 생각합니다. 초대해 주신 한도 포럼 그리고 코리아 파운데이션 이화여자 대학에 감사를 드립니다. 시간이 많지 않기 때문에 바로 발표를 시작하도록 하겠습니다. 주제는 같고요. 금융위기가 지역경제에 미치는 여러 말씀을 드리겠고요. 글로벌 금융위기와 지역경제 동향, 그리고 유럽 재정위기가 한국경제에 미친 영향, 그리고 마지막에 협력적 대응 방안에 대해서 간단히 말씀을 드리도록 하겠습니다. Ich würde Korea nicht als so schwach einschätzen, dass es möglicherweise nicht interessant sein könnte für die EZB, so ein Swap-Abkommen mit Korea zu schließen. Die Europäische Union hat ja auch mit Korea ein Freihandelsabkommen geschlossen. Da hat es auch viel Skepsis am Anfang gegeben. Ich war hier in Seoul zum Asien-Pazifik-Gipfel der deutschen Wirtschaft mit dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Groß, wo natürlich das Freihandelsabkommen eine große Rolle gespielt hat und wo die versammelte deutsche Wirtschaft eigentlich eher Skepsis gegenüber dem Freihandelsabkommen geäußert hat, als die Bundesregierung zu ermutigen, da voranzugehen. Die Bundesregierung hat bei der deutschen Wirtschaft dafür geworben, voranzugehen. Sie hat auch andere europäische Skeptiker überzeugt. Es war ja nicht nur Zustimmung in Europa. Ein Gründungsland der Europäischen Union hat dann am Schluss, in der Schlussphase dafür gesorgt, dass die Ratifizierung, die Unterzeichnung nochmal um einige Monate verschoben wurde. Und heute gibt es niemanden, auch in der deutschen Wirtschaft und in ganz Europa, der nicht von einer Win-Win-Situation im Hinblick auf dieses Freihandelsabkommen spricht. Also, ich glaube, Korea soll sich nicht zu klein machen mit seiner Wirtschaftskraft, mit seinen technologischen Fähigkeiten. Aber ich sage nochmal, es ist am Schluss Entscheidung der europäischen Zentrale. 시작하기 전에 좀 간단한 좀 농담처럼 제가 한 말씀 드리자면 이 독일의 정치인들은 굉장히 머리가 복잡하시겠어요. 선거를 해야 할 뿐만 아니라 감사드립니다. 시간이 제한되어 있기 때문에 빠른 속도로 말씀드리도록 하겠습니다. 존경하는 심사숙녀 여러분, 참석자 여러분, 뜻깊은 Ich bin Akteur Kim sehr dankbar, dass er auch auf das schwierige Umfeld in Nordostasien zu sprechen gekommen ist. Und er hat oft auf das deutsche Beispiel verwiesen. Und ich glaube, uns Deutschen sind auch schwierige Schritte, zum Beispiel im Hinblick auf Territorialverzicht, Anerkennung der Nachkriegsgrenzen, es ist uns deshalb leichter gefallen, weil wir das eingebettet haben in eine europäische Entwicklung. 역사 과거사 측면에서 한국 자체도 그렇게 일본을 비판할 만큼 자유롭지는 않거든요. Eine Anmerkung aus der Pyongyanger Sicht, von dort, wo die Regierenden den Wahlkampf hier auch intensiv, sie äußern sich nicht, welchen Präsidentschaftskandidaten sie bevorzugen, aber der Erwartungshorizont ist hoch und deswegen möchte ich fragen, Sie haben hier gesagt, das Thema Nord-Süd sei im Wahlkampf gar nicht so entscheidend, der Wahlkampf sei mehr ausgerichtet auf innere Themen.
auch richtig, wirklich ernst genommen, richtig genommen. 우리 관찰이기 때문에 저로서도 주의 있게 받아들이고자 합니다. 제가 발표에서 남북 관계와 통일은 낮은 우선순위를 갖고 있다. Noch einmal beginnen mit einem Blick auf die aktuelle politische Lage in Deutschland. Das ist heute früh von Herrn Sommer ja auch schon angesprochen worden. Also die aktuelle Politik wird eigentlich schon seit Beginn dieser Wahlperiode vor allem geprägt durch die Diskussion über die Stabilität des Euro, die Stabilität unserer Währung. Das ist auch das Thema, das die Bevölkerung in Deutschland am meisten bewegt. Das ist auch verständlich, denke ich, angesichts unserer eigenen Geschichte und zweier Geldentwertungen, die in unserer Geschichte stattgefunden haben. Jedenfalls ist es im Kopf der Deutschen immer noch fest verankert und deswegen ist es natürlich ein besonders sensibles Thema. Ein Thema, das nun wiederum zu Beginn der Arbeit der aktuellen Regierungskoalition logischerweise nicht im Koalitionsvertrag, also in der Verabredung zwischen den Koalitionsparteien Eingang gefunden hat, also ein Thema, dem wir uns widmen mussten, ob es nun uns gefallen hat oder nicht. Hartmut Koschik hat heute früh darauf hingewiesen, dass es sich bei der Euro-Krise nicht um eine Krise des Euros handelt, also sowohl wenn man sich den Innenwert, die Inflationsentwicklung, wie auch den Außenwert, also beispielsweise den Devisenkurs gegenüber dem US-Dollar ansieht, dann jedenfalls kann man von einer stabilen Währung sprechen. Das heißt, wir haben keine Krise der Währung, aber wir haben eine Krise einzelner Euro-Länder aus zweierlei Gründen. Einerseits natürlich aufgrund einer zu hohen Staatsverschuldung, andererseits aber aufgrund einer zu niedrigen Wettbewerbsfähigkeit einiger europäischer Länder. Und das in Kombination hat letztlich dann auch zu den Problemen geführt, denen wir uns im Augenblick stellen müssen. Es gibt in Deutschland eine sehr breite Diskussion in der Bevölkerung und in der Politik darüber, ob nun die Hilfe angemessen ist, ob man überhaupt Hilfe leisten soll. Da gibt es nun verschiedene, die sich da auch besonders hervortun. Herr Sommer hat da auch eine größere Zeitung angesprochen. Das sind aber nicht die einzigen, die natürlich da auch immer wieder, ich will mal sagen, kritisch hinterfragen, ob nun es in Ordnung ist, dass Deutschland dort Hilfe leistet. Das heißt, wir haben die interessante Situation, dass wir für unsere Hilfsprogramme eine sehr, sehr große Mehrheit im Deutschen Bundestag gefunden haben, wo also sowohl Regierungskoalition und fast alle Oppositionsparteien dem auch zustimmen, gleichzeitig aber eine, man sagt, eher ablehnende Haltung innerhalb der Bevölkerung. Nehme ich mal das Thema Stabilität des Euro. Ich befürchte fast, dass wir davon ausgehen können, dass auch dieses Thema, das uns die letzten 3 Jahre beschäftigt hat, auch im nächsten Jahr aktuell bleiben wird. Damit in einem gewissen Zusammenhang stehend ein Ziel, das ist der zweite Punkt, das wir uns auch für diese Wahlperiode vorgenommen haben, ist die Konsolidierung der Staatsfinanzen. Wir werden jedenfalls in dieser Wahlperiode einen Beitrag dazu leisten, dass dass der Bund bis zum Jahr 2016 einen ausgeglichenen Haushalt weitgehend ohne neue Schulden wird vorlegen können. Drittes Thema, das in der Debatte eine Rolle spielen wird, ist die Energiewende. Wir haben im nächsten Jahr eine ganze Reihe von wichtigen Wahlen. Es beginnt dieses Wahljahr 2013 bereits im Januar mit den Landtagswahlen in Niedersachsen. Die Landtagswahlen, das wissen Sie, haben nun in Deutschland auch eine gewisse bundespolitische Bedeutung. Ganz einfach, oder nicht zuletzt auch deswegen, weil über den Bundesrat die Bundesländer auch ein nicht zu unterschätzendes Maß an Einfluss auf die Bundespolitik nehmen. Wir haben dann im September Landtagswahlen in Bayern, unter Umständen 2 Wochen dann vor der Bundestagswahl. Und eigentlich müsste man das Wahljahr 2013 auch noch gedanklich das Jahr 2014 mit hineinnehmen, weil ungefähr ein halbes Jahr nach den Bundestagswahlen, wahrscheinlich im Mai 2014, dann die Wahlen zum Europaparlament stattfinden. Also wir werden dort einen sehr intensiven Wahlkampf im nächsten Jahr erleben. Die aktuellen Umfragen möchte ich gerne auch nochmal vortragen. Die
Die CDU-CSU ist nach der letzten Umfrage, käme bei der letzten Umfrage auf 36% der Stimmen, die SPD auf 30%, die FDP wäre im Augenblick bei 4% und damit, wenn es so kommen würde, nicht im Deutschen Bundestag vertreten. Die Grünen bei 12% und die Linken bei 7%. Das heißt, Sommer hat es ja auch schon angesprochen, weder das amtierende Regierungsbündnis aus CDU, CSU und FDP hätte eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, noch eine Wunschkonstellation von SPD und Grünen hätte eine solche Mehrheit. Also erstens zum demografischen Wandel. Der Deutsche Bundestag hat sich bereits Anfang der 90er Jahre mit diesem Thema beschäftigt, im Rahmen einer Enquete-Kommission. Und ich glaube, es ist wichtig, bei dieser Diskussion über die Veränderungen in unseren Gesellschaften ein bisschen die Bedrohung herauszufinden. Bis 2022 aus der Kernenergiepolitik aussteigen. Ja, Herr Professor Hang Kim hat heute ja gemeint, die Politiker möchten ja sehr gerne unklare Deklarationen ohne detaillierte Aktionspläne. So, Herr Müller, was halten Sie davon? Die Bundesrepublik Deutschland und die Länder konkrete schrittweise Aktionspläne für den Ausstieg aus der Nuklearenergie. Das ist meine Frage. Den Ausstieg aus der Kernenergie angeht, glaube ich, gibt es ja zunächst einmal da eine klare Aussage, also den klaren Beschluss bis 2022 spätestens alle Kernkraftwerke abzuschalten. Das geht in der Tat über das hinaus, was eine frühere rot-grüne Bundesregierung ja bereits im Übrigen schon mal beschlossen hat. Ich halte persönlich den langfristigen Ausstieg aus der Atomenergie für wichtig. Ich bin mir aber keineswegs sicher, dass wir die Frist 2022 einhalten werden. Und wenn wir erst mal 3 Wochen Blackout haben in Deutschland, dann wird sich die Stimmung in der Bevölkerung wieder kippen. Some of the reorientations of German energy policy, especially when it comes to nuclear energy. And of course, the main background here is the triple disaster at Fukushima Daiichi, which struck the nuclear facility there in Tohoku in Japan on the 11th of March last year. And it's quite amazing to see how the sort of reactions to that triple disaster were quite different from the Korea Energy Economics Institute, one of the sort of big think tanks here in Korea, which advise the government on vital energy questions, and it's a great pleasure to have you here with us. I know that you have been indeed advising the Korean government on general energy issues and in particular gas-related issues. Before I start, you might ask why somebody from the insurance industry is sitting here and talking about energy. We are a little bit concerned that climate change is having a path and a velocity which is not seen by everybody around the world. Is energy diplomacy about? I would say 3 parts of it. The first is that we define, our countries define our long-term energy interests. So defining our own interests is a core for diplomacy. The second one is to identify strategic interests outside our country and also strategic threats we might see outside the country. And the third one obviously are the tools which we can use for dealing with it. So that is energy diplomacy. Ein eigenes Budget, eine eigene Versicherung. Arbeitslosenversicherung gab es in der DDR nicht, weil es keine Arbeitslosen in der DDR gab. Und die Sozialversicherung, also sowohl Rentenversicherung, Krankenversicherung, alle Zweige sind
Körperschaften des öffentlichen Rechtes und haben eine Selbstverwaltung. 그러면 이제 그 서독의 사회보장 제도에 대해서 설명을 좀 총선에 의해서 로타 드 메지에르 최초의 구동도 총리가 선출이 됩니다. 1990년대 초부터 드 메지에르 총리는 서독과 교섭을 하면서 국가 조약을 하나 체결하게 되는데요. 바로 그 조약이 사회경제통화동맹입니다. Und die ersten Gesetze dazu waren eben Sozialgesetze, das Gesetz über die Sozialversicherung und das Rentenangleichungsgesetz, nämlich schon im Juni 1990. Und schon ab diesem Zeitpunkt erfolgte die Anpassung des Leistungsrechtes und des Beitragsrechtes in der Kranken-, Renten- und Unfallversicherung der DDR an das Recht der Bundesrepublik. 13,6 정교수 지위를 갖고 있는 여성의 비율은 13.6%에 불과했습니다. Und die Hochschulleitung, also Präsidentin oder Rektorin, sind nur 11,3%. 그리고 총장 여성인 비율은 11.3%였습니다. Also ich komme aus Leipzig, einer sehr alten deutschen Universität. Wir haben jetzt seit 2 Jahren das erste Mal in einer über 800-jährigen Geschichte eine Rektorin und sie ist die 3. Rektorin in unserer Stadt. Das ist schon überdurchschnittlich viel bei 7 Hochschulen und der Universität, die wir haben. 네, 저는 이제 라이프치히에서 공부를 했는데요. Die Änderung in der demografischen Entwicklung und damit entsteht ein Druck, dass insgesamt Arbeitskräfte gesucht werden und es wird natürlich damit auch dann auch in der Wissenschaft ist die Notwendigkeit auf das Potenzial von Frauen zurückzugreifen wesentlich höher inzwischen. 네, 인구 통계학적인 변화를 볼 수 있는데요. 첫 번째로는 우선 일자리가 많아져서 그렇기 때문에 이제 그 일자리를 채우기 위해서 이제 여성의 사회 진출을 중요시하게 된다는 것이죠. Dazu kommt ein Wandel auch im Selbstverständnis von Frauen, wo der Drang, also einfach ein selbstständiges Leben auch führen zu wollen, doch zugenommen hat.